Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRD Sports, heute Technik. Wir sind hier bei Tractive in den Niederlanden. Die Ortschaft heißt? Kuik. Könnte ich nie aussprechen, wird mit C geschrieben. Was mache ich da? Ich bin zu Besuch, die SWT 100 ist zu Besuch und meine Wellness SWT ist zu Besuch. Ja, ich habe letztes Jahr das Video gemacht im September, Oktober, als wir die SWT 100 umgebaut haben für die Paris-Dakar-Tour. Eigentlich ist es gelogen, wir sind ein wenig spät dran gewesen, deswegen haben wir Paris ausgelassen und sind Uechtelhausen runtergefahren und wieder zurückgefahren. Wäre alles nicht gegangen, wenn wir nicht so viel Unterstützung gehabt hätten. Nachbarschaft, alle Freunde und Tractive. Was hat Tractive gemacht? Da müssen wir den Jochum fragen. Ja, wir haben die Federbeine gemacht, für beides Modelle. Eine mit Behälter und eine mit einem Schlauch. Und Behälter und PDS-Funktionssystem drin. Wie kommst du zu so einem Know-how? Warum kannst du Federbeine bauen? Ja, ich habe 22 Jahre bei WP gearbeitet, in Malden. Und wenn es umgetauscht nach Österreich, dann habe ich mit Tom und Rob ein eigenes Geschäft gemacht und habe wir von vorne angefangen, alles einzupassen und zu verbauen. Und von einer kommt ein anderer und jetzt haben wir ein sehr großes Gebäude. Was bist du dann vom Beruf? Konstrukteur, ja. So, ich vermesse die Modelle, die alte, die OEM geht raus und wir verbauen eine neue. Wir machen die Zeichnungen und dann bauen wir das ein, testen und nach Testen geht es in Produktion. Und, ja. Wenn du 22 Jahre bei White Power warst, wie lange machst du diesen Job dann schon? Ja, jetzt hier wieder 15 Jahre. So, das ist viel lange. Ja. Ich kann nur Stoßdämpfer bauen, denke ich. Hast du da noch Spaß dabei? Ja, sicher, noch immer. Ja. Wie ist es dann so für dich, wenn du einen Stoßdämpfer baust? Ist es ja einfach nur eine Fahrwerkskomponente. Es ist was mit Öl drin, einer Feder drauf. Aber wie ist es für dich, wenn du Bilder bekommst und so ein Motorrad in Dakar ist und du weißt, du warst daran beteiligt? Ja, man gewöhnt sich ein bisschen dran, muss ich sagen. Wenn ich angefangen bin in 1988, hatten wir immer Stoßdämpfer gebaut für 1200, auch für die 180 Paris-Dakar. Und auch damals hatten wir mit WP gewonnen. So, man gewöhnt sich dran. Aber das macht man stolz natürlich. Ja. Der Junge ist ja nicht so klein, wenn man ein Seitenprofil sieht. Ne? Also ich muss mich strecken, um größer zu sein. Ich habe mir in der Wüste gedacht, als ich da allein unterwegs war und habe das Ding so richtig hergenommen, habe ich mir gedacht, hoffentlich haut der mir nicht auf die Fresse, wenn ich seinen Stoßdämpfer kaputt mache. Das ist das Einzige, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ich hatte richtig Angst vor dir. Ja, aber die Stoßdämpfer gehen nicht kaputt. Aber man hat gesehen, welcher mein Stoßdämpfer ist und welcher der vom Jörg war. Ja, das hatte ich, ja. Ja, die von deiner, die hatten ein bisschen mehr, die Öl war schmutziger dann die andere, muss ich sagen. Hat ein bisschen mehr arbeiten müssen, das waren die Scouting-Routen und die Alleintrips, die ich gemacht habe. Ja, was wünschst du dir für die Zukunft für diesen Betrieb? Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, wie es jetzt geht. Und dass wir mehr Kunden bekommen jedes Jahr und dass wir ein bisschen erwachsen werden. Noch immer so, das hoffe ich, ja. Jetzt hier haben wir die SWT, das ist die Wellness BMW, zurzeit in der GCC 2. und 3. Platz. Da sind wir am Projekt dabei, dass wir den Stoßdämpfer von der Entwicklung auch hier reinbringen. Ich muss aber auch da den Christian danken. Der Christian macht mir die Gabeln vorne, Suspension Connection, auch eine Ikone. Ich meine, mit dem arbeitet er auch schon 100 Jahre zusammen. Ja. Da ist auch geil, dass er mich so unterstützt hat, weil jetzt kann man auch mal ein wenig schneller fahren. Wir müssen noch ein bisschen was machen, ein bisschen härter. Ich muss an der Gabel auch noch mal ran, aber das funktioniert. Jetzt haben wir eine zweite Person hier gehabt, der hat sich versteckt, der wollte jetzt schon aus der Kamera raus. Das ist der Tom. Tom, deinen Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Ja, Glasenmakers. Versuch es nicht. Ja, es ist einfach schwer. Ihr könnt es ja mal üben. Wer es gut kann, kann es drunter schreiben. Ne? Was hast du für eine Aufgabe hier? Ja, wir sind mit mehr Leuten die Eigner von der Firma. Ich bin nicht der Ingenieur von die
Fahrwerke für Motorräder, für die PKW, aber mehr allgemein zuständig bei der Firma. Was hast du für Berufsbezeichnung? Das wirst du gar nicht wissen. Ich bin Diplom-Ingenieur von Materialwirtschaft. Okay, okay. Also alle hochdotiert hier, ne? Ich fühle mich jetzt wieder klein. Viel Erfahrung, das ist das Einzige. Erfahrung bringt viel. Wie viele Jahre hast du bei White Power gearbeitet? Ich war ein von den wenigsten Jahren, also das hilft nicht. Ich war Qualitätsverantwortlicher bei White Power. Wie groß ist die Fläche hier von der Firma? Die Fläche ist 7000 Quadratmeter, ist die Fläche, 3000 Meter in das Gebäude. Mittlerweile 40 Mitarbeiter, wollen weiter wachsen. Wir wollen auch speziell die neue Generation die Liebe für die Technologie von Fahrwerken mitgeben. Das ist, denke ich, was mein Ziel und auch das Ziel von Jochem ist. Für wie viele Mitarbeiter hat das neue Gebäude Platz? Puh. Das hast du dir vorher Gedanken gemacht, oder? Nee. Wir haben noch zu Platz auf das Grundstück. Wenn das zu klein wird, machen wir noch ein Gebäude dabei. Das Problem ist, wenn wir zu viel Erfolg haben, wenn wir das Glück haben von zu viel Erfolg, machen wir noch ein Gebäude dabei. Aber an sich haben wir nicht das Ziel, um sehr groß zu wachsen. Wir wollen immer klein und fein bleiben. Und wie ist es für dich, wenn du jetzt so ab und zu mal in Videos reinschaust? Ich sehe, dass du das ab und zu mal machst. Ja. Freut dich das, wenn du siehst, dass die Fahrwerke unterwegs sind und nicht nur da in der Garage stehen? Ja, natürlich. Das soll verwendet werden. Die Fahrwerke, die wir entwickeln, die Jochem entwickelt und die Kollegen hier entwickeln, sollen verwendet werden und hart. Und wer das lang genug verfolgt bei mir, ich bekomme alles kaputt. Nein. Alles irgendwann. Aber ihr habt es beim Gespann gesehen, ich baue ein Gespann zusammen und vergleiche Meisterschaften damit. Ich finde, wenn man was hat, also eine Musikanlage zu Hause, die schaltet man auch ein und dreht sie auf. Warum soll man ein Motorrad stehen lassen und pflegen? Für jemanden, der das dann kauft, dass der Spaß hat? Ich kann es nicht nachvollziehen, das müsst ihr auch selber wissen. Ich finde, wenn ich mir was aufbaue, dann möchte ich auch das Geld kaputt machen. Wir schauen uns jetzt die Firma noch ein bisschen an. Ja. Ich bin total gespannt, ihr hoffentlich auch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie drunter. Schreibt drunter, was ihr gern wissen wollt. Vielleicht können wir euch Antworten geben. Wenn ihr Interesse habt, ihr könnt die Fahrwerke in Deutschland bei mir bestellen. Ich weiß nicht, verkauft ihr auch direkt an Endkunden? Nein. Entschuldigung, das macht man nicht. Also wenn ihr was wollt, müsst ihr das bei mir bestellen. Ne? Ganz einfach. Nice shirt. Yeah. What size is this? It's a medium, I think. The only one left, so it's a bit tight. I sent more. Yeah? Okay, thank you. Okay. Yeah. Your name? Rex. Rex? Yes. Okay. Yeah. Thanks. So, wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst, macht die Glocke an. Danke an den Jochem, danke an den Tom und danke an die ganze Mannschaft, die uns da unterstützt, die meine Akkus laden, alles. Wir hatten heute Nacht ein wenig Schwierigkeiten mit meinem Auto, wir mussten wechseln und ich habe da massive Unterstützung gebraucht. Ich habe auch heute Nacht beim Matt von Boxer Togo geschlafen. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao! Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich mein Mercedes Sprinter im Oktober herstelle und dass wir ein Fahrwerk von dir bauen? Nee, das ist das erste Mal. Sorry Manuel, du kannst nicht sehen. Ist nicht erlaubt. Schluss, nicht für euch. Hier mag je die Elektronikventiele kost ein bisschen zo anschauen en dat is das. Elektronikventiele van BMW, Ducati Multistrada, BMW S1000RR. Auch andere Kunden mag hier. Alles was schwierig, Elektronik und sehr schnell sein soll. Das mag hier. Sorry, nicht für heute. Ich habe von Elektrik keine Ahnung. Scheißegal.